Camping ist ja vielfältig. Auch das Überwintern hier in Spanien wird von den Campern vielfältig gestaltet. Jeder hat da so sein Ding, wie er es gerne macht. Und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Wir waren ja unter anderem im November, Dezember auf dem Arrera Camper in Mazarrón. Dort habe ich einige Camper befragt, wie sie ihre Zeit in Spanien hier beim Überwintern gestalten und wie sie sich das dort eingerichtet haben. Und das möchte ich jetzt mal zeigen. Kurze Information vorweg, der Arrera Camper ist ein Campingplatz mit mehr als 200 Parzellen. Und hier kann man Parzellen fürs ganze Jahr mieten. Ich treffe immer wieder Camper hier auf dem Platz, die gerne bereit sind zu zeigen, wie sie hier leben und wie sie sich hier eingerichtet haben. Nee, so reinkommen will ich eigentlich nicht. Ich wollte nur von außen mal gucken. Aber den Garten musst du gucken. Ja, ich komme gleich. Ich muss mal eine Aufnahme gleich da vorne machen, dann komme ich mal her. Ja, kannst du machen. Das muss ich vielleicht erwähnen, wir haben Dezember, Vorweihnachtszeit, deshalb diese Dekorationen. Ihr könnt ja gerne mal erzählen, was du mir vorhin oder ihr mir schon vorhin erzählt habt. Ihr seid also 10 Monate hier auf dem Platz. 10 Monate bleiben wir hier mit unserem Wohnwagen, aber mit dem Wohnmobil fahren wir so jede 6 bis 8 Wochen fahren wir dann irgendwo für eine Woche oder 2 Wochen. Ja, man will nicht nur ganze Zeit nur hier sitzen und Bowls gucken, man will auch was sehen von Spanien. Ja. Aber das ist, sagen wir, ist es unser Zuhause und mit dem Wohnmobil kann wir den Land ein bisschen. Ja, und das Wohnmobil habt ihr hier in der Halle stehen? Der steht in der Halle. Das nutzt ihr nur, wenn ihr mal eine Reise irgendwo hier in Spanien machen wollt? Ja, oder im Sommer, so in Juli, wir fahren nach Deutschland zurück, die Kinder zu besuchen, die Enkelkinder. Ja. Natürlich, dann nehmen wir den Wohnmobil. Ja. Genau. Du wolltest mir jetzt aber mal zeigen, wie ihr es so hinten, wie schön ihr es da habt. Dürfen wir da mal hingehen? Ja, kann wir Kannst gerne. Auch durchgehen. Ach so, ja, dann gib mir mal. Oh, das ist ja recht groß hier, Wahnsinn. Ja, ja, das Hotel ist sehr groß. Ja. Ja, Boden schön ausgelegt. Ah ja, das ist ja fast wie zu Hause. Ja, das ist so eine Terrasse hier. Mann, ja. Sitzen wir hier dann schön hinten. Ja. Und man hat den Pagode, wie die Schatten muss man haben, kann man rausziehen. Im Sommer ist es sehr heiß. Im Sommer sehr heiß, aber dann hat man die Solar hier oben. Ach, da hast du Solar auf dem Dach. Ja, wir haben eine große Akku wegen Strom. Ja. Ja. Man kann hier gut aushalten. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Im Sommer stelle ich da eine Outdoor-Dusche, dass man den kurz abkühlen kann. Mit 36 Grad ist das dann angenehm. Ja, das ist doch schön. Aber Platz. Ja, das ist eine große Parzelle. Und hinten hat man die Felder. Ja. Das ist sehr ruhig. Aber im Sommer ist es auch wenig hier auf dem Platz, denke ich, ne? Ja, ich sag mal, von den Dauerplätzen, da sind vielleicht 10 Leute hier, wenn, und 20 bis 30 Spanier. Ja. Mehr sind gar nicht da. Ne. Nee, die kommen. Das ist angenehm, ne? Das ist sehr schön. Im Sommer ist es angenehm, da sind wirklich wenig Leute hier. Da kann man schön spazieren gehen und alles. Ne? Das macht richtig Spaß. Habt ihr denn in Deutschland noch eine Wohnung? Nein, das haben wir nicht mehr. Wir wohnen hier drinnen. Ja, okay, das ist euer Zuhause dann. Das ist unser Zuhause jetzt. Und da seid ihr auch glücklich und zufrieden? Sehr zufrieden. Ja, okay. Wir wollen nicht tauschen. Nein, wollt nicht wieder. Nein. Das machen wir jetzt seit 3 Jahren. Ja. 3 Jahre. Ja. Wir sind natürlich in Deutschland gemeldet, bei uns ist Tochter. Ja. Wir haben auch eine Gästezimmer, wo wir besuchen. Aber sonst sind wir fahren nach England mit dem Wohnmobil, in Holland haben wir Freunde und wir sind auch überlegen, diesen Sommer vielleicht nach Schweden hoch.
Oh ja, schön. Ja. Was anderes Unternehmt gesehen. also auch was. Ihr seid Ja. nicht immer am Nein, Stück hier, wollen sondern auch mal. immer wieder mal auf Reisen. Ja. Genau, Ja. genau. Und du bist ja eigentlich gebürtiger Engländer. Engländer. Deshalb fahrt ihr auch mal nach England. Genau, Ja, genau. ja. Und ich war früher in Deutschland stationiert, Ja. meine Frau kennengelernt Ja. und wir sind jetzt schon über 40 Jahre verheiratet und es gefällt uns Camping. Ja. Ja. Wunderbar. Dann sage ich Dankeschön, dass ich Ja. das hier aufnehmen durfte. Ja. Wünsche euch weiterhin einen schönen Aufenthalt und wir Danke. sehen uns wieder. Ja, Ja, auf super. jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke. Auf so einem Campingplatz wie diesen leben im Winter hier mehr als 400 Personen oder Menschen und da wird natürlich auch fleißig online bestellt und da gibt es jetzt hier eine Möglichkeit, die Pakete von dem Paketdienst abzuliefern und zwar direkt hier ins Paketzentrum vom Campingplatz. Hier hat man einen kleinen Raum eingerichtet mit Regalen und dort hat man dann die Regale bezeichnet oder nach dem Alphabet werden hier die Pakete eingeordnet oder einsortiert und hier holt der Camper dann sein bestelltes Paket ab. Was auch eine wichtige Geschichte ist auf einem Campingplatz in dieser Größe, Unterhaltung am Abend oder Veranstaltungen. Und so gibt es hier auf dem Area Camper eine Musikveranstaltung am Abend mit Tanz, Rock und Pop. Ich weiß, dass solche Veranstaltungen natürlich nicht nur hier auf diesem Campingplatz stattfinden, sondern dass das auf vielen Plätzen so ist. Und die Musik ist natürlich dann immer unterschiedlich. Hier ist mal Live-Musik mit einer kleinen Band, aber es gibt aber auch Musikveranstaltungen mit einem DJ. Seid ja immer gut drauf, ja. Wir hatten jetzt einen schönen Abend hier im Area Camper. Ja, Mazaron. In Genau. Area Camper. Mazaron. Und die Leute fragen mich immer, was macht ihr immer so einen ganzen Tag, wenn ihr auf so einem Campingplatz seid? Ja, und ihr seid ja wirklich lange hier. Ja, auch was machen wir. Das, was andere zu Hause auch machen. Ja. Ja. Bisschen hier aufräumen, da aufräumen, bisschen putzen, Ja. bisschen. Aber so wie heute Abend hatten wir doch einen schönen Abend Ja, mit der Musik. herrlich. Ja, mit der Das Musik. war herrlich. Und das hat man zu Hause nicht immer. Nein. Nein, also- ich kann es auch nur jedem Rentner sagen, bevor die nur in ihrem Kämmerlein sitzen bleiben. Ja. Ne, rausgehen. Richtig. Ja, man lebt nur einmal. Ja, das ist Ne? ja. Und das Also ist ich sag mal, zu Hause in der Wohnung, da würdest du alleine sitzen. Richtig. Ja? Hier hast du immer gleichgesetzt. Ja. Ja, du hast Kommunikation. Ja. Du sitzt nicht nur vor dem Fernseher zu Hause Richtig. am Samstagabend, Ja. sondern du Richtig. hast hier Live-Musik. Richtig. Ja, du trinkst was dabei. Das ist natürlich vielleicht nicht immer das Beste, was wir machen sollten in unserem Also, Alter. Wir leben so gut hier. Wir leben zu gut hier. Aber es ist doch schön, dass wir so leben. Ja. Und ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich danke euch. Gerne. Wünsche euch Danke weiter. dir. Ja, wir wünschen euch weiterhin einen schönen Abend und wir sehen uns. wir sehen Auch uns. so, danke Dankeschön. schön. Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wie ich am Anfang schon sagte, Camping ist vielfältig und so habe ich mit einem weiteren Paar gesprochen, die auch was verändert haben und da hören wir jetzt mal rein. Ihr seid hier auch auf dem Area Camper in Mazaron, auch nicht das erste Mal. Ja, erzählt mal ein bisschen, wie lange seid ihr schon hier? Wir sind hier auf dem Platz seit 4 Jahren Ja, und wir fahren schon die ganze Zeit Wohnmobil, Ja. seit 24 Jahren. oh, Und im Laufe der Zeit, wenn wir ein neues Modell bekamen, wurden die Wohnmobile immer größer. ja, Und wir stellten plötzlich fest, dass es auch immer schwieriger wurde, auf einen Platz unterzukommen. Die Enge der manchen Campingplätze brachte Schwierigkeiten. Ja, gerade hier im Süden sind oft Bäume auf den Plätzen, dass man da nicht drunter stehen kann mit dem großen Liner. ja, Und ja, es wurde also immer wieder spontan zu reisen eigentlich ein bisschen schwieriger. ja, Zumindest bei den urigen, schönen Plätzen. ja. Ja, und dann haben wir uns entschieden, Ja, umzusteigen. also ich hatte den ganzen vorigen Saison Probleme und konnte mich mit dem Gedanken noch nicht anfassen, einen
auf das schöne Wohnmobil zu verzichten. Aber wir haben eine super alternative Lösung gefunden. Und zwar haben wir jetzt zum Wohnen diesen Wohnwagen, schön groß, aber auch ein Fahrzeug, was diesen Wohnwagen transportieren kann, was stark genug ist, aber gleichzeitig ein kleines Wohnmobil, sodass wir mobil geblieben sind. Ja, schön. Ich darf da mal rüberschwenken. Ja. Das ist so ein sogenannter Kastenwagen, würde ich mal sagen. So kenne ich das jedenfalls. Kastenwagen. Ja, und 6,40 Meter lang, ja. Auf Ducato-Basis, 180 PS und Ja. was uns wichtig war, hinten Längsbetten, Ja. die auch für unsere Länge groß genug sind. Schön. Das heißt, mit diesem Gespann, also ihr zieht den Wohnwagen mit dem Kastenwagen. Wir ziehen ihn mit dem Kastenwagen. Der Wohnwagen hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,5 Tonnen. Ja. Der Kastenwagen darf 3 Tonnen ziehen Oh. und somit haben wir keine Nein. Probleme. Ja, okay. Und ihr seid den ganzen Winter hier auf diesem Platz? Ja. Mit den kurzen Unterbrechungen, mal Ja. 14 Tage, mal 3 Wochen, Ja. wo wir hier die weitere Umgebung erkunden. Ja, okay. Aber diese Parzelle, es gibt ja hier, ja, wie sagt man, fest gemietete. Habt ihr auch so eine Parzelle, die Jahresplatz, nur ja. für eure Parzelle ist? Ist hier? jetzt unser Jahresplatz. Ja, genau. ja. Das ist ein relativ großer Platz. Ja. Wisst ihr so ungefähr die Quadratmeter oder die Fläche, wie das überhaupt ist hier? Aber ich sehe schon mehr als 15 Meter in der Tiefe und mehr als 10 Meter breit. Das Ja, sieht man wir so. haben nicht gemessen. Nee. Der gehört zu den 10 größten Plätzen, die hier Ach auf so, dem Platz ja, sind. okay. Und ihr habt auch vor, weiterhin hier im Ja. Winter herzufahren und Ja, hier den solange Winter- die Gesundheit das erlaubt. Ja, genau. Wohl. Ja. Bei dir, Christa, weiß ich, du hast ein Hobby. Ja, ich bemale Steine Ja, und mit Vorliebe und immer öfter. ja. Ja, und ich bin auch schon bekannt als die Steinfrau. Ja, so, ja. Das heißt, du beschaffst dir irgendwelche Steine hier, Ja. runde Steine vielleicht? Ja, Ja, glatte Steine vom Strand. ja. Ja, und dann male ich da nette Motive drauf. Ja, ich habe gesagt, du machst das sehr gut. Ich habe Danke. schon mal einige von dir gesehen. Ja. 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 Und Rudi, wie sieht es bei dir aus? Ja, wir sind ja hier eigentlich in einem Dorf. Ja. Hier kennt jeder jeden mehr oder weniger. Ja. Man hat so seine Bekannten, man spielt einmal die Woche Karten, Ja. Man geht einmal die Woche essen oder zweimal Ja. die Woche. Ja. Und eigentlich hat man immer genug zu tun. Ja. Ja, ich bin am Computer viel unterwegs, ich Ja. mache ein bisschen Fotobearbeitung und solche Sachen. Schön. Und so hat man also doch genug zu tun. Ja, ja. Ja, und man hat hier mehr Kontakte als zu Hause, würde ich mal so sagen. So Ja. empfinden wir das. Wenn wir zu Ja. Hause im Winter sind, Ja. ja, du gehst einkaufen, vielleicht mal zu den Kindern. Das war es dann auch schon. Hier hast du ja jeden Tag Leute, die du Ja, begrüßen so kannst. ist das, ja. Ja. Und ihr seid auch mit der Umgebung, Purte Marzahn ist ja nicht weit. Ja, Ja, man kann ja hier sehr viel unternehmen. Das Ja. ist ja nun nicht so, dass man hier fest sitzt und nichts ist. Ja. Man kann ja zumindest, wenn man ein Fahrrad dabei hat, Ja. hat man also sehr viele Möglichkeiten, Ja. hier die Umgebung zu erkunden. Was ja auch, wir haben ja so einige Internetseiten, die hier direkt auf uns zugeschnitten sind, wo auch immer wieder neue Tipps kommen, neue Richtig, richtig. Veranstaltungen, neue Wanderwege Ja. und so weiter. ja, Ja. ja. Ist, ja, Der Platz liegt sogar so günstig, dass man zu Fuß einkaufen gehen Ja, konnte. ja, richtig, genau. Haben wir ja hier. Ja, dann sage ich Dankeschön, dass ihr so nett Ja. wart, mir Ja, ein bisschen was zu gerne. erzählen zu dem Thema. Wünsche Gerne. euch weiter hier einen schönen Aufenthalt und ich denke, wir sehen uns. wir sehen uns. Auf jeden Danke. Fall. Wir Ja, sehen uns. danke. Danke, tschüss. Dann gibt es hier noch eine weitere Gruppe von Campern und zwar nutzen sie einen Sattelauflieger, um hier den Winter zu verbringen. Einige haben hier ihre Auflieger einfach hinstellen lassen, sind hierher gezogen worden. Der bleibt dann hier stehen. Man kann natürlich auch jederzeit mit so einem Fahrzeug umziehen, wenn man das entsprechende Fahrzeug hat oder sich mietet. Diese Fahrzeuge haben ein großes Raumangebot mit Slide-Out und vielen Luxuseinrichtungen, wenn man das so will. Und sind sie relativ preiswert. Für unter 50.000 Euro bekommt man schon gebrauchte Fahrzeuge. Im Neupreis liegen die, glaube ich, unter 100.000 Euro. Natürlich, wenn man jetzt noch ein gutes Zugfahrzeug dazu haben möchte, ist man über 100.000 Euro, irgendwo zwischen 130.000 und 150.000 Euro. Diese Auflieger sind von amerikanischen Firmen hergestellt. Die sollen in der Qualität nicht so gut sein wie bei den deutschen Herstellern. Aber dazu kann ich wenig sagen oder habe keine Erfahrung damit. Das habe ich mir nur sagen lassen von Eigentümern dieser Fahrzeuge. Wie ich am Anfang schon sagte, Camping ist vielfältig. Es geht los vom einfachen Zelt bis zum Luxuswohnmobil. Da muss jeder nach seiner Fasson glücklich werden.
Die meisten, die hier auf einem Campingplatz in Spanien überwintern, möchten nicht in einer Wohnung leben oder in einem Haus hier in Spanien, sondern sie mögen das Leben hier auf einem Campingplatz. Das eint hier letztendlich alle Camper. Einige Camper haben festgestellt, dass 5 bis 6 Monate auf einem Campingplatz in Spanien im Winter zu sein doch etwas lang ist und wechseln jetzt die Plätze. Das ist auch mehr unser Ding. Wir reisen dann auch gerne mal weiter auf einen anderen Platz. Auch wenn wir die Plätze schon kennen, ist doch ein Unterschied, ob man irgendwo 6 Wochen bleibt oder 5 Monate. Viele Camping- und Stellplätze sind in Spanien in den Wintermonaten voll belegt oder stark belegt, so es manchmal schwierig wird, einen freien Platz zu bekommen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt so langsam, denn es sind doch einige neue Plätze entstanden, die dann doch für eine gewisse Entspannung sorgen. Jetzt nochmal eine kurze Information, und zwar gibt es an der Zufahrt zum Camping Area Mazarrón eine Tankstelle, eine Repsol-Tankstelle. Dort kann man einmal Gas, also Repsol-Flaschen tauschen, und dort gibt es auch AdBlue. Ich tanke da gerne AdBlue, mache dort voll, sodass ich dann noch einige tausend Kilometer damit fahren kann. Also das als Hinweis zu dieser Anfahrt zum Stellplatz Area Camper. Diese Tankstelle hat auch LPG-Gas, also wer seinen Gastank füllen möchte, kann das hier auch machen. Flaschen füllen geht hier allerdings nicht. Jetzt ein ganz anderes Thema. Der Wunsch wurde geäußert, dass ich weitere Aufnahmen, alte Aufnahmen aus vergangenen Zeiten hier in Videos zeige. Das mache ich gerne. Und da geht es jetzt los mit alten Bildern. Ich sage wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Der Morgen ist still, der Platz liegt noch ruhig. Ein Stuhl vor dem Camper, die Luft ist vertraut. Seit Jahrzehnten unterwegs, man kennt diesen Rhythmus. Campen ist kein Trend, es ist einfach ein Teil von uns. Die Kamera läuft, nicht wegen Ruhm, nur um zu zeigen, wie es wirklich ist. Stellplatzreportagen, ehrlich erzählt, bei Hakko weiß man, was einen erwartet, wenn man dort steht. Aus Leidenschaft unterwegs, ganz ohne Stress. Meer oder Strand, wir nehmen's, wie es kommt. Filme, Fotos, Videos aus einem Hobby gemacht. Und Rita ist immer dabei, seit all den Jahren. Bei Tag und bei Nacht. Man sitzt zusammen, ein Bier in der Hand, Gespräche unter Campern irgendwo am Rand. Erfahrungen tauschen, zuhören, verstehen. Jeder hat Geschichten, man muss sie nur gehen. Kein Drehbuch, kein Lärm, kein großes Getue. Ein Platz, ein Abend, was Gutes im Nu. Leckeres Essen, die Sonne geht tief. Und man merkt, warum man dieses Leben liebt. Aus Leidenschaft unterwegs, Jahr für Jahr. Mal am Wasser, mal unscheinbar. YouTuber, ja, aber ohne Show. Hakko zeigt das Draußensein so, wie es immer war. Die Technik hilft, doch sie steht nicht im Weg. Wichtig ist, was man erlebt und weitergibt. Campingfreunde kommen, Campingfreunde gehen, man trifft sich wieder. Irgendwo, irgendwann, irgendwo schön. Aus Leidenschaft unterwegs.